Der Film basiert ja auf einem Theaterstück, das Roland 1984 schon anlässlich des Todes seines Vaters geschrieben und inszeniert hat. Und da er vor der Schauspielschule schon 2 Jahre eine Ausbildung als Krankenpfleger absolviert hat, wo er auch in der Pathologie und als Rettungssanitäter gearbeitet hat, konnte er natürlich seine Erfahrungen da auch mit einfließen lassen. Und wir haben dann festgestellt, dass wir an diesen Texten überhaupt nichts mehr ändern müssen, weil das Krasse ist, dass sich ja in den 35 Jahren an der Pflegesituation überhaupt nichts verbessert hat. Und bei der Show war es so, dass die Leute damals zum Roland wohl gesagt haben, so eine Show mit so Demütigungen wird es nie geben. Das werden die nie mit sich machen lassen. Aber man muss ja wirklich sagen, dass das heute Realität geworden ist. Und wir haben uns halt überlegt, was muss jetzt eigentlich noch passieren oder wie weit würden die Leute noch gehen, um eine höhere Einschaltquote oder mehr Likes zu bekommen, und sind dann auf das Gesicht des Todes gekommen, so als quasi Überspitzung des Ganzen. Für mich ist die Patsy ein Paradebeispiel für die ganzen Menschen, die sich ja in der Gesellschaft oder in der Politik oder auch im Beruf wirklich mit sehr viel Leidenschaft für was einsetzen, sich dann aber um ihren eigenen Partner oder um die Leute zu Hause gar nicht wirklich bemühen oder sich auch gar nicht so darum kümmern, wie es denen geht. Und ich finde persönlich, dass sie den Frank ja wirklich wie Dreck behandelt. Aber nicht, weil sie es böse meint, sondern weil sie halt einfach nicht darüber nachdenkt, wie sehr ihr Verhalten und ihre Worte ihn verletzen könnten. Also das Paradoxe daran ist ja, dass sie selber diese Flashmob-Aktion startet, um für einen menschlicheren Umgang miteinander zu werben. Weil sie halt glaubt, dass wenn man miteinander redet, dass man dann auch irgendwie vernünftiger miteinander redet, wenn man sich so live gegenübersteht. Ja, und dann, kaum ist sie beim Frank, da schlägt die verbal mit einer Bedenkenlosigkeit auf den ein, dass man sich wirklich fragt, ob die eigentlich irgendwas von dem kapiert hat, was sie da propagieren will. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft heute wirklich ein extremer Jugendwahn herrscht und dass auch dieser ganze Selbstoptimierungszwang und diese extreme Beschäftigung mit Ernährung und Fitness eigentlich nur einen Namen hat, nämlich die Angst vorm Älterwerden. Und das ist eigentlich ein Problem der Gesellschaft, weil in unserer Gesellschaft scheinbar ältere Menschen nicht mehr so viel wert sind. Also viele von denen werden ja auch aussortiert oder in Pflegeheime abgeschoben. Und natürlich sind Altersarmut und Alterseinsamkeit auch wirklich starke Themen. Aber man kann das Altwerden ja nicht verhindern oder das Älterwerden. Und deswegen denke ich, man sollte einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Ja, also Roland Rebers Todesrevue ist ja, wie der Name schon sagt, eine Revue. Und zu einer Revue gehören natürlich Musiknummern. Also haben wir uns, als das Drehbuch dann feststand, hingesetzt und haben uns überlegt, zu welchen Szenen was für Musiktitel denn passen würden. Und da ich schon vorher mal anlässlich der Entscheidung eines gewissen Ministerpräsidenten, die Grenzpolizei wieder einzuführen, einen Dildo-Marsch geschrieben hatte, war das so der erste Song, der da mit reinkam. Dann gab es natürlich, musste ein Lied über das Älterwerden reinkommen. So wurde dann Lola mit dem Sonnenöl nach einer Idee von Roland genommen. Und die verschiedenen anderen Sachen passten einfach gut zu dem, was wir da ja mit aussagen wollten, oder sollten sich auch an dem orientieren, was die Personen gerade so durchmachen oder was für Themen gerade vorkommen. Und dann haben wir ja noch Toccata und Fuge reingebracht, was ich sehr toll fand, weil, also ich fand schon mal eine Wahnsinnsidee, das überhaupt so als musikalische Untermalung oder als Zwischenschnitt zu dem Flashmob zu nehmen. Und mir hat es halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach daraus so eine rockige Version zu machen. Hat halt etwas gedauert, also man muss auch dazu sagen, dass sowohl Mira als auch ich viele Anläufe gebraucht haben, um das dann im Studio so aufzunehmen, wie es jetzt klingt. Aber wir haben uns dann vorgenommen, dass das sozusagen unser Altersprojekt wird und wir jetzt einfach die nächsten 20 Jahre weiter üben. Und dann werden wir mit der steppenden Marina zusammen einfach live auftreten. Als alte Seniorinnen-Kombo sozusagen. Also bei mir ist es so, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr ist es für mich eigentlich die Kommunikation der Menschen miteinander. Weil die Show, die treibt das ja durch diese Demütigungsspielchen nur auf die Spitze. Aber wenn man sich anschaut, wie die Leute privat miteinander umgehen, dann ist das ja kein Stück besser.
Also der Frank kotzt sich da die Seele aus dem Leib und sagt, er erzählt von seinen Ängsten und die Patsy sitzt einfach nur da und sagt Hund, Katze, Schwein, Maus in ihr Smart Home. Oder auch die Billy, die sich da wirklich total verzweifelt ausheult, weil sie halt langsam feststellt, dass alles, was sie in den Körper investiert hat, nicht mehr trägt. Und die anderen nur so, ja, Angst essen Haare auf oder du kannst in die Seniorinnen-WG mit einziehen. Also so wirklich empathisch geht da einfach keiner miteinander um. Und ich finde persönlich, dass der Einzige, der wirklich mal sowas wie Empathie zeigt, der ältere Mann ist, der immer Hallo ruft. Weil, ja, weil der einfach dabei ist, weil man dem anmerkt, dass den das mitnimmt, was er da so im Fernsehen sieht. Und der braucht keine Sprache dafür.